Das müssen wir drin haben, ja? Ja? Ja, wir müssen von wissen, wenn es startet. Also, seid ihr bereit? Ja. Okay. Hanna, ich frage dich jetzt als Rollenspielerin, die Frau Brugmann gespielt hat, wie du das erlebt hast, dass ich die Gefühlsmusterkarten eingesetzt habe. Also, ganz am Anfang natürlich erstaunen, was, jetzt kriege ich einen Stapel. Was total ist. Aber ich habe das allein, das mir in Ruhe durchblättern können, irgendwie war ich beschäftigt. Das ist ja so eine anstrengende, aufregende Situation, das hat mir geholfen. Und dann auch einfach auf diese Karten runterblicken zu können, so einen Fixpunkt zu haben. Ich wollte ja bloß nicht ihn anschauen und so einfach auf die Karten starren zu können, das hat mich beruhigt, das hat mir geholfen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass es hat schon das Emotionale erstmal auch sofort, also dass ich das so spüren, also wirklich sofort auch so verbunden war mit all dem Leid, das ich habe, hat es verstärkt mit den Bildern erstmal. Also so in dem ersten Moment. Und das hier habe ich gemerkt, das war ganz spannend mit dem Positiven. Da habe ich einen totalen Widerstand gehabt erstmal. Wie soll das jetzt gehen? In dem Moment konnte ich mir doch gar nicht vorstellen. Ja. Riesenwiderstand. Und als ich es dann aber rausgesucht habe und plötzlich, das hat mich einfach gezwungen, wirklich dran zu denken, boah, wie wäre das mal wieder fit und gesund zu sein und einfach joggen zu gehen. Und dann war ich tatsächlich auch gefühlt kurz in diesem, wow, stimmt, so ein Ding gibt es auch. Ja, das fand ich beeindruckend. Okay. Also trotz Widerstand, aber die Karten haben sich dann quasi dahin gebracht, dass du das auch sehen konntest. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, erst hatte ich das Gefühl, wow, da bin ich jetzt auch so stark nochmal in meinen Emotionen, dass es das erstmal schwieriger macht. Aber als das dann alles gefragt wurde und ich da abgeholt und mir zugeholt wurde und sowas, war es auch irgendwie, jetzt liegt es da. Und ich hatte natürlich schon das Gefühl, ich brauche einen Schritt von ihm auf mich zu, aber wenn er irgendwie gekommen wäre, dann wäre das auch gegangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da total drin, also er war das so, erst das Gefühl, oh Gott, jetzt sind da diese ganzen negativen Emotionen, wie soll man denn da rauskommen? Ja. Und dann lagen sie da auch irgendwie. Ja. Dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt könnte es auch weitergehen und vielleicht klappt es ja tatsächlich. Okay, danke schön. Stefan, du als Jochen Müller, wie hast du das erlebt? Ich fand es sehr interessant, was schön war, dass wir relativ gleiche Karten letztendlich gezogen haben und in mir hat das so ein ganz bisschen so dieses Gefühl von Empathie hervorgerufen, dass ich sagte, ja, ich kann dieses Gefühl wenigstens nachempfinden. Ich war jetzt nicht selber, dass ich sage, ach ja, die arme Frau Grothmann tut mir jetzt ganz leid, aber ich konnte es schon nachempfinden und das hat ein Stück weit uns auch, glaube ich, näher zusammengebracht. Wenigstens eine Bereitschaft zu kreieren, diesen Groll aufzulösen. Ich glaube eher nur die Bereitschaft. Ja, das war deutlich spürbar, dass du hast wirklich, also in allen Fasern noch verharrt und trotzdem hast du aber auch schon, bist schon einen Schritt auf sie zugegangen und hast sie an die gute Zeit erinnert. Und dass ich ihr unterstellt habe, dass sie eben krank gefeiert hat, habe ich dann so reflektiert, ja, das war natürlich von mir vielleicht auch nicht ganz richtig. Aber ich war einfach auch sauer, weil mein ganzer Familienurlaub Recht haben und hinüber war. Und das war das Problem und deswegen war ich sauer und deswegen habe ich eben ihr das unterstellt. Genau. Also, und das konnte man aber nachvollziehen. Okay, aber das ist schon angekommen, dass das eigentlich ein bisschen überraschend war für Sie. Ne? Genau. Und die zweite Ebene, würde ich sagen, es hat mir auch geholfen, meine Gefühle besser zu beschreiben. Dass ich wirklich sage, es sind mehrere Ebenen. Also ich habe einerseits auch geschmollt, ich bin total sauer und ein bisschen so, wo ich sage, ich fasse es nicht, was die mit mir gemacht hat. Ich fasse es einfach nicht. Und diese verschiedenen Ebenen von Gefühlen, die ja gleichzeitig auch zusammenspielen, die habe ich dadurch, glaube ich, besser definieren können. Und die dritte Ebene ist, glaube ich, dieses wo könnte es hingehen, hat ein Stück weit die Motivation erhöht, zu sagen,
ach, vielleicht kriegen wir es ja doch hin, weil das ja schön ist. Das Es ist ist ja wirklich ganz spürbar. Ja. ein schönes Bild. Und auch das auf der anderen Seite zu sehen. Weil ich hatte ja diesen Super Coolio hier auch rausgesucht, so nach dem Motto, dem scheint ja alles völlig egal zu sein. Ja. Und dann so zu sehen, er wünscht sich eigentlich auch nur das und hat es gerade nicht, das macht schon auch was mit einem. Okay, das ist Genau. schön. Ja. Ja. Okay, danke schön. Ja, bitte. Hast du das jetzt gefilmt? Das war nicht richtig. Aber da guckt, glaube ich, keiner drauf. Die wichtigen waren richtig. Also, dass die gleich waren. Ja. Genau, und der war bei dir.